Was geht, Leute? Yannick mein Name und willkommen zu einem neuen Video. Viele Leute fragen mich immer, Jo Yannick, ich möchte gerne günstig Techwear kaufen, hast du irgendwelche Shops für mich? Meistens ist meine Antwort dann sowas wie Nike, Adidas oder auch Uniqlo. Aber was ist eigentlich mit dem größten Shop? Amazon. Bekommt man bei Amazon Techwear? Wie ist die Qualität da? Und was kostet das Ganze? Ich habe mir ein komplettes Outfit mal bei Amazon zusammengestellt, aus T-Shirt, Jacke, Hose und Schuhe für 160 Euro. In diesem Video gucken wir uns mal an, sind die Sachen wirklich ihren Preis wert, wie ist die Qualität und würde ich es weiterempfehlen. Wir fangen an mit der guten Funktionsjacke von Techvasant oder wie man es auch immer ausspricht. Den kompletten Namen erspare ich euch, packe ich euch alles in die Beschreibung, denn der echte Name bei Amazon ist einfach 1 Kilometer lang. Ja, hier haben wir sie, die gute. Der Ersteindruck der Jacke war sehr negativ leider. Sie fühlt sich sehr günstig an, beziehungsweise sehr billig in dem Fall. Günstig ist ja noch ein bisschen positiv drin. Positiv ist hier wirklich fast gar nichts an der Jacke. Sie sitzt nicht gut. Ich habe mir 2 Größen bestellt, einmal M und L. L war deutlich zu groß und M ist auch immer noch zu groß. Also dafür, dass gesagt wird, jo, das sind asiatische Größen, ist das hier einfach nur ein Witz. Das ist irgendwie eine komische Mischung aus asiatischen Größen und europäischen Größen. Also irgendwie passt da gar nichts. Sie ist einfach nur überfüllt mit Funktion. Wie ihr auch in der Footage seht, es sind tausende Taschen da. Sie hat zum Beispiel hier an den Ärmeln, wie ihr seht, eine Tasche und dann nochmal eine zweite. Das am anderen auch. Dann hat sie hier hinten auch noch Taschen, 2 Seitentaschen und nochmal 2 Innentaschen. Das Problem ist, klar, Taschen sind immer nice und Techwear kennt ihr ja, Taschen ist unser Hab und Gut. Aber das Problem ist, in diese Taschen, wenn ihr das hier seht, was soll denn da rein? So, was soll ich denn da reinpacken? So, Alter, passt nicht mal mein Handy rein. So, Ding ist, mein Handy ist natürlich auch jetzt ein bisschen größer, mit dem S20 Plus. So, aber selbst ein normales S20 kriege ich da nicht rein. So, also kann ich vielleicht nicht mal ein Portemonnaie passt rein. Klar, da kann man vielleicht Kleingeld reinpacken, aber ich brauche nicht 8 Taschen oder in dem Fall 6 Taschen, wo ich mein Kleingeld reinpacken kann. Ja, einziger Vorteil an dieser Jacke ist, sie ist wasserdicht. Ich habe sie ja mal einen kleinen Wassertest unterzogen und ja, Wasser hält sie wirklich stand und ich denke mal auch im stärksten Regen könnt ihr da im Wasser stehen. Das ist nicht das Problem, beziehungsweise im Regen stehen. Ja, dann haben wir hier noch, wie an vielen Jacken bzw. vielen Kapuzen, zum Engerziehen der Kapuze. Ist völlig fein. Die Kapuze kann man auch in den Kragen einstopfen. Das Problem ist ja auch wieder, wenn man die in den Kragen reinstopft, hat man gefühlt eine Schlange um den Hals. Also das Ding erwürgt einen schon fast. Also ich weiß nicht, ich weiß, ich bin jetzt nicht der Allerdünnste, aber das Ding erwürgt mich schon fast, wenn ich die Kapuze da reinstopfe. Geht auch gar nicht. Klar, für 60 Euro kann man da nicht wirklich viel erwarten. So, für 60 Euro kaufen sich andere Leute ein T-Shirt oder auch einen günstigen Fleece im Sale. Aber komm, so für 60 Euro hätte ich dafür schon wirklich mehr erwartet. Ist halt typisch, diese typischen, wie soll man sagen, Wannabe-Funktionsjacken. Wie dieses, wir klatschen alles mögliche an Funktionen rein, aber hinterdenken nicht den wirklichen Nutzen. So, es wurde wirklich an den Basics gespart, am Stoff wurde gespart, fühlt sich wirklich ganz unschön an der Haut. Am Schnitt haben wir gespart, sitzt absolut Müll, wenn ich das so sagen darf, sitzt echt nicht gut und haut das Ding aber dafür mit Funktionen voll, die man am Ende sowieso nicht wirklich gut nutzen kann. Schade dafür, aber da gelernt, von Techvasant die Jacke kriegt ein ganz großes Minus von mir. Was trage ich unter der Jacke? Richtig, ein Funktionsshirt. Hier haben wir das Click-Funktionsshirt für 13 Euro und zwar zu 100% aus Polyester. Ersteindruck war eigentlich ziemlich gut. Die Größe passte eigentlich ziemlich gut, das ist jetzt Größe M. Passte bei mir relativ perfekt, beziehungsweise was heißt relativ, es passte wirklich gut und war nicht zu figurbetont und auch nicht zu groß. Wie gesagt, 100% Polyester heißt, man hat hier das Problem, dass man das nicht länger als einen Tag tragen kann, da das schon sehr doll riecht nach einem Tag. Das ist auch bei den Shirts von Uniqlo vorhanden, bei den Dry-X-Shirts oder den Airism-Shirts. Das ist so der einzig große Nachteil, wenn man wirklich diese komplett synthetischen Shirts kauft. Dafür ist der Feuchtigkeitstransport wirklich gut. Ich habe das Ding mal einen ganzen Tag getragen und mal ein bisschen mehr Aktivität an den Tag gebracht. Beziehungsweise war draußen dann mit großer Jacke ein bisschen rumgelaufen und sowas, beziehungsweise dicke Jacke und warme Jacke. Und ich muss sagen, hab nicht geschwitzt. Also wirklich sehr gut. Würde ich das Ding behalten, beziehungsweise würde ich es jeden Tag anziehen oder öfter die Woche? Nicht wirklich. Ich würde dann eher schon ein Baumwollshirt kaufen für 15 bis 20 Euro, weil das hat dann halt nicht diesen Geruchsnachteil. Aber sonst, ja, ist okay. Für 13 Euro kann man sich's gönnen. Kommen wir zur Hose. Und zwar haben wir hier die, ich lese vor, aufpassen, das ist wieder ein sehr langer Name. Javo Herren-Wanderhose, Outdoorhose, Trekkinghose, Softshellhose, Funktionshose,
schnell, trocken, wasserdicht, winddicht. Ob sie das alles einhält, gucken wir gleich. Und hier haben wir sie einmal. Die gute Hose. Ja, wie soll man sagen, mein erster Eindruck war eigentlich ziemlich gut. Sie saß gut, sie sitzt gut, fühlt sich sehr gut an der Haut und ist wirklich sehr, sehr stretchy, was man hier oben auch sieht. Und auch das Beinmaterial ist doch schon stretchier als jetzt zum Beispiel eine Jeans. Problem ist hier bei der Hose, dass sie wirklich sehr, sehr billig verarbeitet ist. Beispiel, hier haben wir einmal eine Oberschenkeltaschen, eine sehr, sehr günstige bzw. billig verarbeitete Klettverschlusstasche. Der Ding geht mir wirklich innerhalb von 3 Wochen kaputt, wenn ich es benutzen würde. Und auf der anderen Seite haben wir einen Reißverschluss, der auch einfach nur das günstigste bzw. das billigste vom billigsten ist. Das Ding wird mir auch nach 3 Wochen kaputt gehen, wenn ich es benutzen würde. Wasserdicht ist sie nicht. Wie ihr seht in dem Test habe ich das Ding mal mit ein bisschen Wehrwasser versorgt, wenn man so sagen kann. Und das Ding ist nicht wasserdicht. Was ein bisschen schade ist, weil wenn eine Hose sagt, dass sie wasserdicht ist, möchte ich mir nicht Gedanken machen müssen, ob der Regen jetzt viel ist oder ob es nur Nieselregen ist oder so ein Zwischending, sondern wasserdicht ist für mich wasserdicht. Hält sie leider nicht an. Ist sie winddicht? Nur zur Hälfte wirklich. Also so 10 Grad ist vielleicht das Maximum, wo ihr die noch tragen könnt und selbst dann ist es echt schon kühl, also es ist sehr, sehr grenzwertig. So 15 Grad und mehr könnt ihr sie tragen, dafür ist sie okay. Sie ist halt sehr, sehr dünn. So, was erwartet man da? Das Hautgefühl ist eigentlich aber ziemlich gut. Fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an der Haut an. Auch von der Größe her passt sie. Aber hier, ja, auch für 30 Euro das Ding. So, auch kein Taper oder so hier unten vorhanden ist, dann einfach nur dieser komplett gerade Schnitt. Ja, kann ich nicht unbedingt weiterempfehlen. Also wäre sie wasserdicht gewesen, hätte ich gesagt, jo, ist eigentlich ziemlich fein. Aber wenn mir eine Hose sagt, dass sie wasserdicht ist und es am Ende nicht ist, bin ich doch schon sehr enttäuscht. Also von daher hier auch ein großes Minus, würde ich nicht weiterempfehlen. Einen kleinen Bonus, und zwar haben wir hier den Gürtel, der war bei der Hose dabei, aber ist auch das billigste vom billigsten. Also, ja, das ist halt, was soll ich sagen, so ist einfach ein super billiger Gürtel mit so einem kleinen Clip hier, aber auch ganz komisch mit der Längeneinstellung. Wenn ich den jetzt auf meine Größe eingestellt habe, habe ich halt so ein Ding, was da übersteht, was auch nicht wirklich in die Hose passt, beziehungsweise was dann ein bisschen rumbaumelt. Ja, leider so. Hätte man sich sparen können. Das Geld, was man in den Gürtel gesteckt hat, hätte man in die Hose stecken sollen und dann wäre sie vielleicht sogar wasserdicht gewesen. Kommen wir zum letzten Part und wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, sind das die Schuhe. Das sind die guten Urban Classic High Top Sneaker für 60 Euro. Erinnern sehr an die Balenciaga Speed Trainer vom Aussehen her. Und ja, was soll ich sagen? Die Schuhe sind wirklich sehr, sehr, sehr leicht und haben einen sehr hohen Tragekomfort. Also man kommt wirklich sehr, sehr leicht in die Schuhe rein. Und das Material passt sich auch sehr, sehr gut dem Fuß an. Dadurch, dass man halt hier keine Wände hat oder so, die man beachten muss, beziehungsweise die an den Fuß drücken, passt sich dieses ganze Material sehr, sehr gut an den Fuß an. Zum Festschnüren hat man auch hier einfach normale Schnüre. Wirklich sehr, sehr nice. Wie gesagt, vom Aussehen her erinnern sehr an die Balenciaga Speed Trainer, nur haben halt ein bisschen mehr diesen, wie soll man sagen, Outdoor-Flavor und sind halt nicht so minimalistisch. Dadurch, dass man halt hier noch ein paar Wendungen hat. Hier diese kleine Schlaufe. Ich habe erst gedacht, dass die dafür da sind, dass man die Schnüre reinsteckt. Aber nee, sind nicht dafür da. Das sieht am Ende ganz affig aus. Wasserdicht sind sie leider nicht. Das hätte ich mir wirklich gewünscht. Also wenn es eine Sache gegeben hätte bei diesen Schuhen, die ich besser machen würde, wäre, man macht sie wasserfest. Dann würden sie wahrscheinlich nicht 60 kosten, sondern so ungefähr 100 oder 90. Aber wären diese wasserfest, dann wären es wahrscheinlich Schuhe, die ich echt ein paar Mal die Woche tragen würde. Aber leider kommt da wirklich jeder Tropfen durch. Aber sonst sind die wirklich das einzige Ding im ganzen Outfit, wo ich sagen würde, wenn ihr einen solchen Schuh haben wollt, in diesem Design, für 60 Euro, völlig fein, kann ich weiterempfehlen. Fassen wir einmal zusammen. Kann man Techwear bei Amazon kaufen? Ja, man kann Techwear bei Amazon kaufen, wenn man auf die Artikel achtet. Man muss wirklich sehr, sehr darauf achten, was man sich kauft und darf auch nicht zu doll auf die Rezension hören, da diese bei Amazon wirklich sehr, sehr, wie soll man sagen, fast schon gefälscht sein können. Entweder gekauft, die Leute haben keine Ahnung, was sie sich da kaufen oder auch gar keine Ahnung von dem Thema, mit dem sie sich da beschäftigen. Also nur weil sich jetzt Modi mit 50 Jahren eine Jacke kauft, eine Funktionsjacke, wenn sie sagt, die ist toll, heißt noch lange nicht, dass sie toll ist. Wer billig kauft, kauft zweimal. Das gilt auch hier. Als Beispiel haben wir die Jacke, 60 Euro für eine Jacke. Das wird euch niemals eine Jacke bringen, die euch 5 Jahre hält. Never ever werdet ihr eine gute Jacke für 60 Euro bekommen. Das ist einfach deutlich zu wenig Geld für die ganze Arbeit, die in diese Jacke reingeht. Gebt lieber den 3-fachen oder 4-fachen Preis aus und dann habt ihr wirklich was euch Jahre hält. Hier mal ein Beispiel von mir. Ich habe früher bei Aesthetic Hommage mir meine ersten Sachen gekauft, weil ich unbedingt in diesen Techwear-Stil reinkommen wollte. Und guess what? Ich trage davon nichts mehr. Die Qualität war absoluter Müll, es hat mir nicht gepasst, es ist schnell kaputt gegangen und es war einfach deutlich zu teuer für das, was ich bekommen habe. Deswegen
lege ich euch wirklich ans Herz, kauft bei Marken und spart ein bisschen länger, bis ihr euch wirklich guten Kram kaufen könnt, mit dem ihr am Ende dann auch zufrieden seid. Somit wären wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr euch einen kleinen Einblick geben konnte, beziehungsweise euch beweisen konnte, dass es sich lohnt, mehr Geld für TechWare auszugeben, auch wenn die Hose statt 60 € dann mal 150 kostet. Wenn ihr Fragen habt, haut sie mir gerne in die Kommentare. Joint auch gerne meinem TechWare Discord, da diskutieren wir über alles Mögliche und ich update euch über Sales oder auch neue Produkte im ganzen TechWare-Bereich. Followt mir auf Instagram, da könnt ihr mir auch immer per PN schreiben, wenn irgendwie was ist, wenn ihr Fragen zu bestimmten Shops oder ähnlichem habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über ein Like und Abo freue ich mich natürlich immer sehr. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ein paar von euch haben vielleicht diese schöne Kette hier bemerkt. Die ist von Vitelli, eine sehr futuristische Schmuckmarke. Und von denen bekomme ich jetzt auch nochmal 2 Ringe. Darüber kann ich natürlich gerne auch nochmal ein Video machen. Wenn ihr es haben wollt, haut mir gerne in die Kommentare. Haut rein.